Jeder kennt ja den Kultfilm Das Boot. Wie, ihr nicht? Jo, der ist jetzt schon ein bisschen älter, 40 Jahre oder so. Aber ladet euch an, wenn euch ein Leben auf einem U-Boot in Kriegszeiten interessiert. Das ist bis heute der authentischste Film. Viele ehemalige U-Boot-Matrosen haben gesagt, dass der Film das Leben an Bord von einem U-Boot genau wiedergibt. Die beengten Lebensräume, die Monotonie, die plötzlichen Aktionen und Gefahren und natürlich die Angst vor einem Angriff, die man da hat. Ein solches U-Boot, das tun wir uns heute anschauen. Willkommen an Bord der HCMS Ojibwa. Sie ist groß, real und beeindruckend. Mit einer Länge von 90 Metern, einem Gewicht von über 2000 Tonnen und 5 Stockwerken ist sie eine recht imposante Erscheinung. Das U-Boot konnte mit einer Geschwindigkeit bis zu 32 Knoten tauchen und erreichte eine Tauchtiefe von bis zu 180 Metern. Die HMCS Ojibwa gehört zur Oberon-Klasse. Nicht Oberon, sondern Oberon-Klasse. Und das sind die besten dieselelektrischen U-Boote, die man im Kalten Krieg haben konnte. Im Vergleich zu den sowjetischen U-Booten der Foxtrot- und Tango-Klasse waren die Oberon-Boote deutlich überlegen. Die waren leiser, schneller und hatten eine größere Reichweite. Hergestellt in Großbritannien lag das Geheimnis ihrer Überlegenheit in einer einfachen und brillanten Lösung. Eine zusätzliche Hülle aus Fiberglas mit vielen kleinen Löchern. Diese Löcher ermöglichten es dem Wasser nahezu ungehindert hindurchzufließen. Und die Fiberglasschicht auf dem Rumpf machte es dem gegnerischen Sonar sehr schwer, das U-Boot zu orten. Das Wasser im Fiberglas wirkte wie eine Tarnkappe und dämpfte die wenigen Geräusche, die das Boot bei langsamer Fahrt an die Wasseroberfläche abgab. Voll clever! Die HCMS Ojibwa spielte eine bedeutende Rolle während des Kalten Krieges. Spionage, Tarnung und Verschwiegenheit prägten ihre Mission. Während des Zweiten Weltkrieges waren die USA und die Sowjetunion zwar Verbündete, aber sie trauten sich gegenseitig nicht über den Weg. Die Sowjetunion befreite zahlreiche osteuropäische Länder und setzte kommunistische Regierungen ein, um einen eisernen Vorhang zwischen sich und dem kapitalistischen Westen zu errichten. Das sorgte bei den USA und anderen westlichen Nationen, einschließlich Kanada, für große Besorgnis, da sie die Ausbreitung des Kommunismus fürchteten. Und so begann der Kalte Krieg. Ein globaler Konflikt, der die Welt in 2 Lager spaltete. Den Westen, angeführt von der USA, und den Osten, beherrscht von der Sowjetunion. Kanada stellte sich auf der Seite des Westens. Zwar kam es nie zu einem direkten Krieg zwischen den Supermächten, aber die Spannung war hoch und die Angst vor einem Atomkrieg allgegenwärtig. Der Kalte Krieg dauerte von 1945 bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991. Während dieser Zeit war die HMCS Ojibwa oft im Einsatz. Übrigens sind alle 3 oberen U-Boote in Kanada nach Völkern von den Ureinwohnern benannt worden. HMCS steht für Her Majesty's Canadian Ship und Ojibwa ist einer von der größten indigenen Bevölkerungsgruppe in Kanada. Ein Kapitän, 6 Offiziere und 62 Besatzungsmitglieder hat das Boot hier gehabt. Ja, aber wenn du jetzt über 1,80 warst, da sah das aber hier eng aus. Ne? Auch Übergewicht war jetzt nicht so vorteilhaft. Schau dir doch die Badge an. Eieieiei.
Ja, dann kam noch hinzu, ja, eine einzige Dusche. Die durfte nur der Kapitän und der Arzt benutzen alle 2 Tage. Für den Rest Katzenwäsche. Ja, könnt ihr euch hier vorstellen, wie das da gerochen haben muss, ne? Boah. Und auch als die nach ein paar Wochen da rausgekommen sind, also da hätte schon so mancher Busfahrer gesagt, ey, du küsst sie nicht drin. Ne. Fast 30 Jahre war die HMCS und Jeep war im Einsatz. Und jetzt ist sie in Rente gegangen und befindet sich Tausende von Kilometern weg vom Atlantischen Ozean. In Port Burwell an der Nordküste des Eriesees. Ja, verstecken muss sie sich jetzt auch nicht mehr. Die Besucher, die sie jetzt kriegt, die heißt sie herzlich willkommen.